So, wir sind jetzt wieder live und warten jetzt darauf, dass hoffentlich unser zweiter Gast, also unser dritter Gast, unser zweiter Gast nicht aus Deutschland, unser Gast Seida aus Bosnien es schafft, sich einzuwählen. Die ist leider bis jetzt aufgrund von technischen Problemen verhindert gewesen, sozusagen. Wir hoffen ganz stark, dass sie es jetzt schafft, sich einzuwählen. Womit wir jetzt weitermachen würden, wenn sie es nicht schaffen sollte, wären die Fragen, die mittlerweile vom Publikum gekommen sind. Es läuft ja einmal über Zoom, da sind Vereinsmitglieder eingeloggt. Es läuft aber auch auf YouTube und natürlich auf unserer Facebook-Seite. Überall konnten und sind hoffentlich auch Fragen gestellt worden in den Chats, die Vereinsmitglieder gesammelt haben. Wir gucken jetzt mal, ob sie es schafft, sich einzuwählen. Wenn sie es nicht schafft, würden wir dann mit den Fragen aus dem Chat weitermachen, die unser Vereinsmitglied Tom uns präsentieren wird. Worum es bisher ging, für die, die vielleicht später dazu geschaltet haben, ein Jahr Wir packen es an. Vor genau einem Jahr haben wir zu 9 Wir packen es an als Verein gegründet. Mittlerweile sind wir ungefähr 90 Mitglieder aus der Gesamtdeutschland, Nord, Süd, Ost und West komplett verteilt. Wir haben in diesen 12 Monaten 20, 40 Tonner Hilfstrucks geschickt nach Griechenland, nach Bosnien und sogar nach Nordkurdistan in Griechenland, in Syrien. Wir haben eine Corona-Klinik finanziert auf Frios. Wir haben eine Winterfestmachung teilweise des Lagers Moria 2 auf Lesbos finanziert. Wir haben Verteilaktionen für alle Menschen im abgebrannten Lager Lipa in Bosnien gemacht, mit Schuhen und warmer Kleidung für jedes einzelnen Menschen, der dort in diesem Lager lebt. Eigentlich haben wir was, worauf wir stolz sein können nach diesem Jahr. Gleichzeitig ist aber angesichts der Zustände für Menschen auf der Flucht, der Bedingungen, unter denen sie leben, an den EU-Außengrenzen, über die wir immer reden, so vom Bauch her nicht so richtig das Gefühl, dass wir jetzt hier groß Party machen können. Das heißt, wir haben viel geschafft, wir haben viel hingekriegt, dank euch, dank allen, die mitmachen und uns unterstützen. Und es gibt aber noch verdammt viel zu tun und dieses verdammt viel zu tun heißt nicht nur, wir schicken noch mehr Hilfe hin, was wir natürlich machen werden, sondern bedeutet für uns auch immer die Situation so zu verändern, dass wir irgendwann überflüssig werden. Dass irgendwann Menschen auf der Flucht ganz selbstverständlich genug zu essen und genug zu trinken, warme Kleidung, menschenwürdige Unterbringung und Zugang zu dem juristischen, dem legalen System haben, um Asylanträge zu stellen. Kurz gesagt, ein menschenwürdiges und menschenrechtskonformes Leben führen können. Davon sind wir noch weit entfernt. Darüber hat Vassilis geredet, über die Situation auf Chios, hat uns sehr eindrücklich beschrieben, wie die Menschen dort im Lager leben, hat uns auch beschrieben, wie die Arbeit für die Hilfsorganisationen, für die NGOs immer schwerer wird. Hat erzählt von dem geschlossenen Lager, dem Freiluftgefängnis, was geplant ist auf Chios und was dort gebaut werden soll. Und der Anwalt Jens Jansen hat uns das Ganze nochmal juristisch auch nochmal so ein Stück weit eingeordnet. Wie ist es eigentlich mit dem Rechtsschutz zu suchen? Und ja, unserer Interpretation, seiner Interpretation nach ist es illegal, Menschen in die Unsicherheit und in Gefahr zurückzuschubsen, die eigentlich nach Europa kommen wollen, um Sicherheit und Schutz zu suchen. Und Menschen auf der Flucht haben, egal wo sie sind und auch in Europa, immer und jederzeit das Recht auf eine menschenwürdige und menschenrechtskonforme Behandlung. Und wenn sie das nicht haben, haben sie das Recht, die zu suchen und die in Anspruch zu nehmen. So, darum ging es bisher. Ich sehe Seida bisher nicht und habe auch noch nichts über sie gehört. Insofern gehe ich mal davon aus, dass sie immer noch in technischen Problemen hängt und würde jetzt daher erstmal weitermachen mit Fragen aus den Chats und daher Tom jetzt bitte mal herbeirufen. Wenn Seida es schaffen sollte, dann holen wir sie natürlich rein und gehen dann erstmal zurück, um ihr die Fragen zu stellen, die Vassilis uns ja schon beantwortet hat. Tom, schieß mal los mit deinen Fragen. Was hast du? Ja, sehr gerne. Hallo an alle erstmal und folgende Fragen haben wir bekommen. Die erste bezieht sich auf die Corona-Situation in den allgemeinen oder in den Lagern zurzeit. Und da geht es ja die Frage, wie wird mit Corona umgegangen, wie hat sich die Situation akut dadurch verändert und welche Probleme treten dadurch auf? Schön. Vassilis, this is a question for you, mainly for you, I think. Vassilis, are you there? Okay, right. The question is, how have things changed due to Corona? So have things changed in the Camp Vial because of Corona? How is the medical treatment of people? Is there any medical treatment of people? Are they informed? Do they have hygiene measures like we always talk about washing our hands and wearing masks and keeping a distance?
So how did Corona affect the Camp Vial and people in the Camp Vial, and how is it being dealt with? We can talk about 2 periods of lockdown for the camps. Even for the refugees, it's one lockdown from last March until now. Nothing changed for them 1 year right now. Even for us, for the locals, the measures are better during the 3 months in the summer. For the refugees, the measures remain the same. That is the main problem, because directly the government part the society in classes. Say the lowest classes is the refugees, the mid classes is all the others, and the high classes the rich people in Greece. So this is very very important, because he used these people as the not the victims of coronavirus, but the people who transfer the coronavirus to the society. Even these people, they didn't have any kind of connection with society the 80% of the day, let's say the 90%. The people affected in the camp, from the employees of the asylum who went for vacation to the Aegean Islands, and they came back with coronavirus, of course, was asymptomatic people. They didn't know that they have corona, so they affected the asylum seekers. So one asylum seeker affected, let's say, the first phase 35 people. So the measures and the lockdown for the refugees continue to still the same. Only the 10% of the people have the access to, let's say, move declarations, and they can go to the town to shop something for their families and all these things. If you want to go for the doctor or to visit the hospital, you need the same move declaration, but you need to inform 1 week before the info point of EASO that I have a referral paper to the hospital from the doctors in the camp. So it was a huge, until now, it's a huge difficulties for these people. Of course, the region of Chios, they start to build, let's say, a clinic outside of the camp with no equipment, with no doctors. They spent 200,000 euros for these facilities that they didn't work. So the doctors that they are hiring, they are hired the previous, they didn't have nothing to do. So they asked for SMH to come inside the clinic and to participate to our team. So they are working for us until now 6 months. Of course, we find the solution for these people, because if we didn't, let's say, involved to this problem, we will have a problem. So we find a small containers that was using the previous time for interviews, and we transform this container to a COVID clinic, a COVID area. They are totally isolated. We have 1 doctor and 1 nurse, almost 12 hours per day, and waiting for if we have cases. Of course, we didn't have any kind of cases from refugees from September until now. So the people are totally healthy in this point. To the other things, I can't say what kind of illness they have, these people, that us as Europeans, we didn't have the last 200 years. And I talk about a illness that you can imagine, cholera and tuberculosis, scabies, and so many other infections, skin infections, health infections from the lungs that you can imagine, and they create this type of camp. So the people are more dangerous, they have more dangerous for this illness than COVID. You understand? COVID is like, oh my goodness, COVID, nothing. Okay, das heißt, Vasilis, das Hauptproblem für die Menschen im Lager Vial ist nicht Corona, sondern sind ganz andere Krankheiten, die es bei uns eigentlich seit 200 Jahren nicht mehr gibt. Die haben Cholera, die haben Krätze und leiden da ganz massiv drunter, Lungenkrankheiten. Die schlimmste Auswirkung von Corona für die Menschen im Lager Vial ist, dass das Camp im totalen Lockdown ist und sie nicht raus dürfen, sie seit Monaten nicht raus dürfen.
obwohl sie überhaupt keine Infektionsgefahr für irgendjemanden darstellen, aber im Gegensatz zur restlichen griechischen Bevölkerung sind sie wirklich eingesperrt wegen Corona. Seda, ich freue mich total, dass du jetzt auch dabei bist. Ich hoffe, du kannst mich hören. Seda, die Frage war, wie hat Corona es verändert? Hat Corona die Situation verändert für Geflüchtete in Bosnien oder Geflüchtete in Velika Kladuša? Seda? Seda? Seda, du müsstest dein Audio anmachen. Dein Mikrofon ist aus. Okay. Seda ist wieder weg. Das heißt, ich würde sagen, wir können weitermachen mit der nächsten Frage, wenn ihr noch welche habt, weil nämlich Seda wieder verschwunden ist. Lieber Tom, dein Einsatz. Sehr gerne. Ich war nur abgelenkt, weil Seda wieder da ist. Wollen wir es nochmal probieren oder nächste Frage? Ja, Seda, ich versuche es nochmal. Seda, wenn du mich hören kannst, wie hat Corona die Situation für Geflüchtete in Bosnien oder in Velika Kladuša verändert? Seda, du musst dein Mikro anmachen. Dein Mikro ist noch aus. Unten links. Jetzt. Also die Situation in Velika Kladuša durch Covid-19 hat sie doppelt verschlechtert. Also für die Menschen auf der Flucht, auf dem Weg zu besserem Leben, ich kann nicht sagen, da sind alle Immigranten und besonders illegale Immigranten und sind auch nicht alle Flüchtlinge. Die Menschen, sie sind für mich die Menschen auf der Flucht zu einem besseren Leben. Also in Velika Kladuša oder u nas Kanton, besonders in Velika Kladuša, die Menschen sind hier einfach stehen geblieben. Die sind wie in einem Gefängnis, würde ich sagen. Und die Situation ist durch die Corona-Zeit hat sie sehr, sehr, sehr verschlechtert, in dem Sinne, dass die Menschen, sie hatten sowieso die Menschen, die nicht im Camp Platz haben. Also sie leben draußen in Wäldern, in verlassenen Häusern und sie haben sowieso keinen Zutritt zu der medizinischen Behandlung. Und also die Situation hat sie ganz verdoppelt, hat sie noch schlimmer gemacht für die auch Einbewohner und für die Menschen, die sowieso keinen Zutritt zur medizinischen Behandlung gehabt haben, also umso schlimmer. Das heißt, du sagst, in den Lagern oder in dem Lager ist gar nicht genug Platz für all die Menschen, die da eigentlich gerade Unterkunft brauchen. Wie ist denn das so überhaupt bei euch? Also wie viele Leute leben da im Lager? Wie viele Leute leben da, wie du sagst, im Wald? Warum? Vielleicht auch nochmal erklären, warum sind da genau in Velika Kladuša so viele und wo wollen die eigentlich hin? Und kommen die da jemals an? Sie sind in Velika Kladuša und gefährlichen Weg durchgemacht. Und jetzt sind sie schon also an der Grenze von Europäischer Union und sie sind hier einfach stehen geblieben. Also in Velika Kladuša ist ein offizielles Camp Miral. Kapazität von diesem Camp sind 700 Betten. Im Moment sind drin so über 1100 Menschen. Und die über 700, sie haben keine ID-Card, das heißt, dass sie kein Recht auf Essenverteilung haben, dass sie auch kein Recht auf die medizinische Versorgung haben. Sie sind illegal in diesem legalen Camp. Und ja, sie schlafen auf dem Boden, sie schlafen also 2 in einem Bett und so weiter. Und sie sollen sich selbst für Essen also versorgen, was sie sich kochen werden. Und die Menschen, die draußen leben, sie leben deswegen in diesem Camp. Also es ist schon der 3. Winter
dass die Menschen in Velika Kladuša obdachlos leben. Das heißt, sie leben im Wald und in diesem war es einige Zeit, also die Temperaturen mit. Und ja, ich frage mich nur, was für ein Unterschied ist zwischen einem Menschen, sein Recht auf einen Platz im Camp und einem anderen oder viele anderen, die keinen Platz in dem Camp haben und sie haben auf gar kein Recht auf nichts. Also auf kein Recht auf medizinische Behandlung, Versorgung mit Lebensmitteln, mit Kleidung, mit Sida, du bist ganz schwer zu hören. Wir können dich kaum hören. Die Verbindung ist sehr schlecht. Ich würde jetzt mal mit dir kurz abbrechen und erst mal zur nächsten Frage gehen. Und vielleicht musst du dein Bild ausschalten, damit wir wenigstens deinen Ton hören können. Du bist im Moment überhaupt nicht mehr zu hören, okay? Ich höre sie auch sehr schlecht. Genau. Das heißt, ich gehe jetzt mal zur nächsten Frage und du kannst dann ja gucken, ob du vielleicht dein Bild ausschaltest, damit wir deinen Ton besser hören können. Also deine Kamera ausschaltest, ja? Okay, Tom, nächste Frage bitte. Was haben wir denn noch so? Wir haben noch eine rechtliche Frage, und zwar zur Situation, ob es eine Möglichkeit besteht, vor dem Gerichtshof eine Klage zu haben oder ob es irgendeine Möglichkeit gibt, Europa oder Deutschland zu verklagen für die Situation in den jeweiligen Lagern und für die Verletzungen der Menschenrechte. Okay, das heißt, Jens, die Frage geht an dich ganz eindeutig. Gibt es eine Möglichkeit, Europa, europäische Instanzen, welche auch immer, zu verklagen wegen der Situation in den Lagern? Ja, natürlich. Es gibt, also zum einen, es übersteigt teilweise meine Kenntnisse und ich würde es einfach nur intuitiv beantworten wollen. Es gibt sicherlich keine Möglichkeit, sozusagen von Deutschland aus mal eine Stellvertreterklage zu machen. Wir sind nicht, wie die Juristen das sagen, beschwert, sondern es geht ja immer um die eigene Rechtsverletzung. Eine ganz andere Frage ist natürlich, kann jemand, das war das, was wir vorhin gehört haben, Mann oder Frau in einem Flüchtlingslager, der oder die menschenunwürdiger Behandlung ausgesetzt ist, natürlich kann das geltend gemacht werden. Das ist überhaupt keine Frage. Das Problem ist nur, da gibt es verschiedene Möglichkeiten des Rechtswegs, und in der Regel setzt ja das Anrufen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zunächst mal aus, dass der nationale Rechtsweg bestritten wird. Wenn ich aber in Griechenland vor den griechischen Gerichten schon versandet bin, dann, weil die Gerichte meinen Fall nicht bearbeiten, dann würde der Europäische Gerichtshof immer sagen, ja, was wollt ihr denn jetzt? Und es gäbe nur zwei Möglichkeiten, nämlich sogenannte Interim Measures nach, was ist das, Artikel 39. Das heißt, man könnte überlegen, ob man Eilverfahren macht. Das ist aber so, dass dann wie in jedem Eilverfahren ein Gericht entscheiden müsste, ob es jetzt wirklich sozusagen notwendig ist, dass das in dem Bereich höchste europäische Gericht einschreitet. Das wäre nur dann, wenn sozusagen eine größtmögliche Gefahr bestünde. Wir haben das von Sea-Watch aus mal gemacht, in der Situation, als wir vor der italienischen Küste lagen und die Leute nicht von Bord bekommen haben. Da hat dann der Europäische Gerichtshof entschieden, von Bord bekommen müssen wir sie nicht, aber die müssen anständig behandelt werden und zumindest Kinder und Jugendliche müssten von Bord oder irgend sowas. Also wir haben dann eine Kompromissentscheidung gemacht. Es ist unterm Strich, es ist heikel und es müsste zunächst mal von griechischen Kolleginnen und Kollegen in Kenntnis der dortigen Situation gemacht werden, die wir von hier aus natürlich ein bisschen schlecht beurteilen können. Okay.
Das heißt, du sagst, wir stellvertretend nicht. Ich verkürze jetzt sehr, Menschen, die dem ausgesetzt sind, theoretisch zumindest ja. Genau. Ist aber alles nicht so einfach. Genau. Okay, Tom, noch eine Frage. Ja, letzte Frage an Vasilis. Und zwar hat er vorhin von dem Bau von geschlossenen Lagern gesprochen. Und die Frage bezieht sich darauf, wie so ein Bau die Arbeit von SMH beeinflussen würde und ob die Arbeit dadurch eventuell eingestellt werden muss. Right, Vasilis, this is a question for you. Vasilis, you need to show up again. Okay, the question is, you mentioned they're going to build a closed camp. They're going to build like an open air prison, or they're planning to build an open air prison on Chios. In which way would building a closed camp influence the work of SMH? And I add, and other help NGOs like Offene Arme. So in which way would a closed camp change the work, or maybe even make your work impossible? Question mark. Yes, this is a difficult question and difficult answer, because until now we have a lot of discussions with the board team in Basque Country about the possibility and how we will manage, and of course how we can deal this problem, because for us it's a problem, because I don't think that no one of us wants to work in this type of jail. It's not a jail that you go go to a normal jail, that you went there and make social work or volunteering or something else. Because I was working in the past in a jail in Athens as a theater director, and I was helping the prisoners to build a creativity. So this is totally different thing. For that reason, I don't think that it's gonna be possible to work if the jail is totally closed, because they say to us that the jail is not totally closed. It has 3 sections. One section is for the new arrival until the first interview of asylum. The second area is the time of period that you must wait until your answer for asylum. And the third section, it will be the closed jail for the people that they are second rejection, then they must to send them back to Turkey, to deport it. So it was difficult. Of course, you know, they have a lot of, let's say, a different explaining, a different way of thinking about us, because even in this situation, they need these people medical attention, because the camp surely it will be far away from the city. It's almost 45 minutes to 50 minutes away from the nearest hospital or the medical service, any kind of medical service. So it's something that's always we will to face that and say what we're gonna do. We can build a facility outside, like a van. We don't know yet. We're waiting until the last answer that the immigration ministry decide to close the camp. Until now, we try to learn more and more information and how we can deal and why we can find solution about this thing. Because now our new project is for the people who are self-accommodated. So it's also the last 6 months we have 4 young people that are died in these facilities inside. So it's necessary to cover these needs. And more people left from Vial because they have relatives in Europe, and they send them some money and stay in are self-accommodated. So we try to cover these needs, these people. So I don't have a clear answer to give you about us. About other organizations, I think it will be more difficult, because these people, they didn't have the opportunity to go outside, even outside of the fence, to receive some goods, food or clothes or something else. So I don't know how it will be continue this work, because the people that they are leaving from the camp,
they use some buses from the ministry and some cards that they open and close. So it's quite a mess. I don't know what's going on. I think that this is a European law. This is not a Greek law. The way of the camps and the decision is from European Commission. It's not from us directly. Us, as a, let's say, as a control country from Germany and from the other European country, we follow rules like a soldiers, you know, it's like that, because we paid the bill from the, with this corrupt government that destroyed the economy. So the you know, the locals, the Greeks, the common people paid the bill, not the companies that they corrupt and the governments. So for us, it's like a one-way street. We can't escape. So the same happened to all kind of decision of the government, who has to talk about if we want to talk about the refugees. But let's see how it works. I'm not sure. So maybe the following months I will have a more clear answer to give it to you. So, but what I'm hearing now is you're saying it looks like I'm saying the government, the authorities might still want you to work in the new camp because they need someone for the medical. They might. I'm not very sure because. Yeah. But on the hold on a second. But you as SMH are not so sure you really want to work in a closed camp. Yeah. Did I get that right? Okay. Yes. And you're saying what they are doing now with the closed camps is not so much a Greek idea, but it's actually a European law, whatever, saying we want closed camps. We want closed camps with sections where we have a closed section for those people who have to be or who will be deported. Correct. Correct. So, and this brings me to our final round and our final question to all of us participating. Denn das bringt mich direkt zu unserer letzten Frage, was Vassilis gesagt hat. Denn Vassilis sagt, es ist nicht eine griechische Idee, dass wir jetzt mal eben geschlossene Lager bauen auf den Inseln, sondern es ist eine europäische Idee. Das ist etwas, was von der Europäischen Union, von den anderen europäischen Staaten, Regierungen gekommen ist. Nämlich zu sagen, wir wollten ja, dass ihr jetzt endlich mal geschlossene Lager macht. Und dass ihr Lager macht, in denen es einen bestimmten Sektor geben wird, der für die Leute ist mit abgelehnten Asylanträgen, die deportiert werden sollen. Damit die nicht mehr weglaufen können und sich auf den Weg in andere europäische Länder machen können, sondern damit sie dort direkt und möglichst schnell zurückdeportiert werden können in die Türkei. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon bei unserem allerletzten Thema. Und die Frage geht an euch alle. Die geht an Jens, die geht an Sida, wenn sie noch da ist, die geht an uns. And of course it goes to Vassili as well. The question is, die Frage ist nämlich, was können wir eigentlich tun? Und zwar nicht nur Hilfsmittel hinschicken. So what can we do as ordinary, decent people in Germany? Was können wir in Deutschland hier tun, damit sich was ändert? Und zwar nicht im Sinne von, wie kriegen wir mehr trockene Kleidung dorthin geschickt oder mehr Schuhe, sondern wie können wir die Situation so ändern, dass vielleicht keine geschlossenen Lager gebaut werden, dass Menschen menschenwürdig behandelt werden und ihre Menschenrechte berücksichtigt und ernst genommen werden und sie zumindest Zugang zu dem, was hier eigentlich rechtlich garantiert sein müsste, an Asylmöglichkeiten haben. Also, Frage an dich, Sida, wenn du noch da bist, Frage an dich, Jens, was können wir tun? Wir ganz normalen Menschen hier. Frage an dich, question to you, Vassilis, what can we do in Germany? Any idea what we in Germany can do to change things so that maybe no closed camps are being built and the people are not treated inhumanly any longer, and that they have access to the legal system, and that they have protection, and that they have enough food and shelter and medical attention. So, Frage an euch alle, was können wir tun? Me? I want to answer for me, Miriam. Yeah. Okay. Yeah, I think for me, that's the needs, because I answer as an activist right now, not as a member of SMH. I think it's a massive revolution. It's the only way if we want to not to continue to fill the gaps, because now the NGOs, we do a great job and you do a great job, because if you are not, you as and your organization help us the previous months about massive things that you sent to us, it will be
collapsed our project in Chios, because you help us a lot with the masks, with hygiene products, with everything, with alcohol, everything that you sent until the previous month that we received so many boxes with liquid for the hands and all these things. It will be disaster because we didn't find anything. But this is filling the gaps. We will continue to fill the gaps. You know, the European forget what to be a freedom, because this political system, as capitalism is, give a little pieces every time. So the people sitting in the couch open the TV and they are finished the revolution there, only on Facebook or in Twitter. But it's not. This is the correct way. The correct way is to take our liberty in our hands again, and to ask for the governments that we have the power. We vote them. We voted them, so we must to listen to us, not to listen to us every 4 years or every 5 years that they are voting. We have the elections. So if we want to go to gain back our dignity, to demonstrate, to get out of our houses, not to be massive, destroyed things. Let's get outside of the doors of the buildings, sitting on the street, and all the neighborhoods, all the streets, staying outside. Someone show us, and the media is gonna be help us in this, not media that we use, our media, because we have the power and we have the technology right now to demonstrate and to have massive demonstration everywhere in Europe. We must to create a new life for everyone. And let's take the point. We start from the refugees, and these people leave their dignity, they lose their dignity, so it's gonna be follow us to lose our dignity, the last point of our thing. So that is the only point for me, only to demonstrate, and yes, to don't stop, to stay inside the. If we continue to demonstrate every day, they will be noticed us, they will afraid us. We must start from the beginning to afraid us, because now they give us good jobs, good life, beautiful houses, but this is not life. It has a story here from Aesopus, who say that one wolf and one dog, they are talking about and say, hey cousin, how is your life? Oh, my life, they say the dog, I have a beautiful life because I have food, I have water. And the wolf say, what is your neck? This is the necklace of my owner. And say the wolf, okay, I prefer my freedom and to be a hunger, and not to be a slave with a necklace and good food and good water. That is a Greek myth that they use it in all Europe, but we must to remember that, to remember our life again, to win our lives. We win our lives back. That is my proposal to every European. Thank you, Vasilis. So Welcome. I'm just going to make the main point in German, okay? Yeah. Thanks a million for you. Vasilis sagt, was wir tun müssen, ist auf die Straße gehen. Wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen Sitzproteste machen, wir müssen demonstrieren, wir müssen laut sein und das Ganze jeden Tag. Nicht nur alle 4 Jahre wählen und die 4 Jahre dazwischen den Mund halten, denn den Menschen auf der Flucht ist ihre Würde genommen worden. Und der erste Punkt, an dem wir ansetzen müssen, ist, auf die Straße zu gehen, zu protestieren, laut zu sein, immer mehr zu werden, unüberhörbar zu werden, damit die Menschen ihre Würde wieder bekommen. Denn wenn wir zulassen, dass auch nur diesen Menschen die Würde genommen wird, werden irgendwann auch wir es sein, denen die Würde genommen wird. Und die Fabel, die er gebracht hat, ist eine griechische Fabel von dem Hund und dem Wolf, die sich unterhalten. Der Hund und der Wolf reden und der Wolf sagt, sag mal Hund, wie geht's dir eigentlich? Und der Hund sagt, ich habe ein total gutes Leben, mir geht's warm und ich habe genug zu essen und alles super. Und dann sagt der Wolf, aber was hast du da eigentlich um deinen Hals? Was sehe ich denn da? Und dann sagt der Hund, oh, das ist eine Kette, das ist ein Schmuck, das ist der Schmuck, das ist meines Besitzers. Und dann sagt der Wolf, weißt du Hund, ehrlich gesagt, lieber Freiheit und notfalls auch Hunger, als das Band der Sklaverei um den Hals zu tragen. Das heißt, Vasilis sagt, auf die Straße gehen, protestieren, demonstrieren, unüberhörbar laut sein. Würde für die Geflüchteten,
Und damit erhalten und gewinnen wir vielleicht auch unsere eigene Würde wieder. Thank you so much, Vasilis. Was anderes, was er gesagt hat, und das ist ganz wichtig, ist, was wir machen und die tolle Arbeit, die er sagt, die wir geleistet haben im letzten Jahr, ist, wir füllen die Lücken. Wir als NGO füllen die Lücken. Das heißt, wir sorgen dafür, dass Leute zu essen kriegen, die vom Staat nichts mehr zu essen kriegen und von den Behörden, dass Leute Kleidung kriegen, die sonst keine Kleidung kriegen würden. Aber das, was wir machen, ist halt Lücken füllen. Das ist unausweichlich, das ist zwingend, dass wir es tun. Und ohne unsere Unterstützung hätten auch SMH und die anderen NGOs auf Trios noch viel weniger leisten können. Aber es ist halt auch nur das, nämlich Lücken füllen. Also, Frage an dich, Jens. Jens, was können wir tun? Wahrscheinlich eine andere Perspektive als die von Vasilis. Was können wir tun, damit wir irgendwann keine Lücken mehr stopfen müssen? Das war doch ein von dem guten Vasili, den ich nicht kenne, war das doch ein derartig feuriges Schlusswort, dass man dem überhaupt nichts mehr zuzufügen hätte. Alles andere wäre nur Propaganda Nummer 1. Leute, zieht euch warm an. Oder wir werden uns alle warm anziehen können. Denn das, was wir im Moment sozusagen an weltpolitischen Friktionen erleben, auch was Corona, so was das führen wird, an weiterer wirtschaftlicher Verschiebung von Kräfteverhältnissen, von Ausbeutung und so weiter, wird eine Welle auf uns zukommen. Die kommt sowas von unweigerlich. Und dann wird sich zeigen, ob wir in der Lage sind, sozusagen die Humanität zu retten oder in eine neue, das Wort Faschismus ist mir immer zu hart oder auch zu undifferenziert, oder ob wir in ein neues Regime reinkommen werden, dann muss man halt aufgestellt sein. Ich finde, Vasili hat es viel netter gesagt. Vielen Dank. Vielen Dank, Jens. Thank you very much, Vasilis. It was wonderful having you here. It was wonderful listening to you and talking to you. Dankeschön, Jens. Es war ganz wunderbar, dass du uns hier auch nochmal mit deinem Input bereichert hast. Und das möchte ich gerne zum Schluss sagen, als Wir packen es an, von Wir packen es an. Wir haben ganz viele fürchterliche Dinge gesehen in den letzten 12 Monaten. Wir haben Menschen gesehen, Menschengeschichten gehört, die ich nie in meinem Leben sehen wollte und nie in meinem Leben hören wollte. Das Schönste, was wir erlebt haben in diesen 12 Monaten, sind Menschen wie ihr. Es sind Menschen wie Vasilis, there are people like you, Vasilis, und es sind Menschen wie du, Jens, es sind Menschen wie Seda, auch wenn es technisch jetzt gescheitert hat, und unzählige andere wunderbare, solidarische, menschliche, mutige, entschlossene und nicht aufgebende Menschen in Deutschland, in Griechenland, in Bosnien, in Kurdistan, in Syrien. So it's all you wonderful people who are the best, the very best of what happened in the past 12 months doing Wir packen es an. Wir sind unglaublich dankbar für euch über die Zusammenarbeit mit euch, und ich denke, wir werden noch eine ganze Weile gemeinsam was tun müssen und wuppen werden. And I'm very sure we will keep on working together in solidarity together, maybe filling gaps, vielleicht nur Lücken füllen, maybe changing something in the long run, worauf ich sehr hoffe, dass wir irgendwann auch grundsätzlich was verändern werden. Vielen Dank an alle, die an der Organisation des heutigen Abends veranstaltet waren. Das war für uns eine ganz große Premiere, unsere allererste Online-Veranstaltung. Thank you so very much to our wonderful guests. Thank you, Vasilis. Danke, Jens, dass ihr dabei wart. Danke an Seda. Ich wünsche euch allen noch einen guten Abend. Ich hoffe, ihr nehmt viel mit von dem, was ihr gehört habt. Und es feuert euch an dazu, viel zu tun, nicht nachzulassen, nicht aufzugeben. Nicht wie der Hund zu sein, sondern wie der Wolf. Und die Würde für uns und vor allen Dingen aber auch die Würde für die, die es in Europa gerade am allerwenigsten haben, nämlich für Menschen auf der Flucht, zu verteidigen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. And a very good night to everybody, and thank you so much.